Pionier der Luftfeder war Mitte der 60er Citroën mit ihrer DS, also mit ihrer Göttin. Und heutzutage ist diese Technik im Pkw eher ein Privileg der Oberklasse. Krone und seine Marktbegleiter im Nutzfahrzeug hingegen haben dafür nur ein müdes Lächeln über. Denn im Auflieger ist die Luftfeder seit gut 3 Jahrzehnten fest etabliert. Stichworte bei Krone sind aber weniger das göttliche Dahingleiten, als vielmehr die Schonung des Transportgutes und der Straße. Im Krone-Auflieger ist der Restfederweg der Luftfeder grundsätzlich 60 mm. Aber mindestens 60 mm. Aber manchmal darf es, wie zum Beispiel auch an der Wursttheke, auch mal etwas mehr sein. Zum Beispiel 100 mm. Aber wann ist es sinnvoll, auf diese 60 mm nochmal 40 draufzupacken? Nun, immer dann, wenn im Fuhrpark nicht nur Sattelzugmaschinen mit dem Standardreifen 315/70 R22.5 und einer Aufsattelhöhe von 1100 mm zur Verfügung stehen, sondern auch Sattel mit dem ebenfalls beliebten Reifen 315/80 R22.5 ausgestattet sind, woraus eine um 70 mm höhere Aufsattelhöhe resultiert. Wenn dann das Achsaggregat per Drehschalter am Heben und Senken um 40 mm angehoben werden kann, steht der Zug wieder deutlich waagerechter. Auf der Insel, wo auf der falschen Seite gefahren wird, sind sogar etliche Dreiachs-Sattelzugmaschinen im Einsatz mit 1250 mm Aufsattelhöhe. Wenn dann der Auflieger vom Kontinent kommend die Fähre verlässt und dann erstmals über die UKC-Kupplung mit Luft versorgt wird, erkennt der Bremsmodulator die C-Kupplung und fährt das Dreiachsaggregat automatisch um 40 mm höher. Wenn eine Liftachse verbaut wurde, beträgt der Restfederweg sogar 80 mm, um auch für die angehobene Achse ausreichend Bodenfreiheit zu generieren.